Und go. Ab ins kühle Nass mit dir, du. Okay, let's go. Ja, was soll man sagen? Schon wieder Plot-Twist auf der Plot-Twist. Das ist wie bei Metal Gear 1. Ich eile mich an Emma. Colonel, the president is dead. I see. I'm sorry to hear that. Where do we go from here? Your mission was to rescue the president and eliminate the terrorist threat. However, given the recent turn of events, we will honor the president's last directive. You must put a stop to Arsenal Gear once and for all. Do you actually think there's any truth to his story about this big shell facility being a front for Arsenal Gear? I don't have the security clearance necessary to verify the facts. However, he was the president. I'm sure he knew what he was talking about. Aren't you forgetting that he was part of the terrorist plot? All the more reason why I believe his information is reliable. Huh? We're talking about a man who chose to die rather than risk a nuclear holocaust. Thanks to his sacrifice, the Nuclear Launch Authority has shifted to the vice president, effectively eliminating the terrorist threat. Colonel, when you put it like that, it almost sounds like I should have assassinated the president to eliminate the threat. That was not my intention. I was trying to point out that there is certainly some credibility to the words of a man who chose death to protect the innocent. The Colonel has a point, Jack. What about the information he gave me on the Patriots? That's a new one on me. I'll see what I can find out. Raiden, we're running out of time. Find Emma. She's supposed to be located on level B1, in the core of that building you're in, right? You've got to find her before Arsenal becomes fully operational. Hurry, Jack. It's up to you to make sure that the president didn't sacrifice his life in vain. Understood. Raiden out. What's your status, Raiden? Snake, the president, he's been assassinated. What? There was nothing I could do. What about the nuclear strike code sequence? He died before his vital ID could be reconfirmed. Then the enemy's lost their nuclear strike capability. But that Ocelot guy obviously killed the president on purpose. Why? It doesn't make any sense. They had to know that they couldn't launch the nuke if they killed the president. Maybe there's a way to launch without reconfirming the vital ID. Or maybe they found a more effective weapon within Arsenal Gear. You knew about Arsenal Gear? Yeah, Why didn't you tell me about it? you never asked. Am I correct in assuming you also know that the big shell's a front for the project? You mean, did I know that the Big Shell, a fully functional environmental cleanup facility, was designed to camouflage Arsenal Gear? Yeah, I did. It's exactly what the President and Ames described, a massive cover story. The good news is that it hasn't really done much in terms of cleaning up the environment, so we won't have to worry about any toxic gas being released if we have to blow the house down. Right. And when did you find out about all of this? It took a while, but we uncovered the info around the time you took out that mad bomber. There's no doubt that Arsenal Gear is being built here. And it was all set up 2 years ago, on that day. All of it. 2 years ago. What really happened here? I took these photos 2 years ago. I know these pictures. They were on the news, on several websites. If I remember right, the reporters blamed you for sinking the tanker. That's right. Otacon, me, we were used. We'd hoped that by going public with photos of the new Metal Gear, we could persuade the government. At least that was the plan at the time. I've gone through VR training of the tanker mission before. Yeah? Well, I doubt it accurately simulates the events of that mission. I'd infiltrated the dummy tanker to obtain proof that a Metal Gear was under development. Shortly after I made it aboard, an armed group led by Colonel Gerlukovich raided the ship and gained control. Olga and Ocelot were among the raiding party. Yeah, and him. Who are you talking about? A man that was supposed to be dead. Their target was also Metal Gear Ray. But Ocelot eliminated Colonel Gerlukovich and Marine Commander Scott Dolph, and he hijacked Ray. So he betrayed them? I don't know what kind of deal was going down. All I remember is what Ocelot said at the time. Something like, "I'm taking it back." Ocelot then sank the tanker, along with the soldiers of the Marine Corps. How did you manage to get out? Otacon managed to have a small boat ready for me. That was the easy part. The tough part was not getting dragged down with the sinking tanker.
Small miracle when you think about it. It turned out that the whole thing was a setup to lure us. Photos of Snake, taken by the Cypher, were released to the public. In turn, we became the world's most wanted environmental terrorists. It was definitely a move aimed at putting a stop to our anti-Metal Gear activities. But why did they choose Snake? Since the Shadow Moses incident, Snake became sort of a hero. I think the Patriots weren't too happy about that. You knew about the Patriots? Well, yes, to a certain degree. It seems like everyone knows about them except me. They didn't choose Snake to be a hero. So they decided to do a smear campaign. I think the Patriots wanted to make an example of him so everybody would think twice before opposing them. That's it! They set all this up just to nail you guys. No, there's more to it than that. The Marines' Metal Gear Ray project, headed by Commander Dolph, was carried out in opposition to the Navy's Arsenal Gear project. To be more precise, the Patriots considered Metal Gear Ray to be a thorn in their side. Hence, they attacked the dummy tanker and stole Ray. They followed this up with a perfect plan. They immediately sent a fully loaded tanker to the same location and sank it. Then set up the facility to camouflage the development of Arsenal Gear. And we fell for it. 2 more puppets in their show. Colonel Gerlukovich and his daughter Olga? Both fell victim to Ocelot's plot. Was Solidus behind all this? He used Ocelot to get hold of Ray, huh? No, he was underground, keeping a low profile at the time. Then it must be the Patriots. If that's the case, what's Ocelot doing alongside Solidus? Forget it. We're wasting time. We can figure this out later. The nuclear strike's been prevented, but Arsenal still has a massive payload of missiles to deal with. Right. If the opposition gets control of those missiles... Raiden, you've got to find Emma. Wait a second. Isn't Emma Emmerich? My sister. What's she doing here? You got me. She's a computer whiz who specializes in neural AI and ultra-variable volume data analysis using complex logic. How she got involved in weapons development is beyond me. Whatever her reasons, we need her in order to stop Arsenal. Raiden, find her. I'm on my way. Und nochmal circa fast 8 Minuten. Ja, das ist eine der massivsten Cutscene und Dialog-zusammenhängenden Teile bisher. Und da ist der Dude schon ganz verwirrt. Wo lang? Nee, zum Fahrstuhl. Hast recht. Bin verwirrt. Fahrstuhl, andersrum. Ja, ich muss down, genau. Boah, man kann sogar übertreiben. Ich meine, eine Enthüllung nach der anderen. Ich glaube, einer der beliebtesten Metal Gear Sprüche. Nein, es gibt noch mehr. Da steckt noch mehr dahinter. Das ist nicht Es ist anders, ganz anders, als du denkst. Das ist heftig. Und wir sind mal gar nicht nach so langen Cutscenes sagen, sondern weil man total so baff ist. So, Erstmal Puzzlestück A mit B und C dazwischen quetschen. Ja, vor allem, die geben dir mal 10 Puzzlestücke auf einmal. Du kommst gar nicht hinterher, die alle zusammen zu töten. Und die passen wahrscheinlich nicht mal alle zusammen. Richtig, da fehlt immer noch was dazwischen, weil sie bloß wieder die Hälfte erzählen oder Raiden nicht rafft. Ja, so kleiner blonder Junge, der weiß nicht. Also richtig. So, jetzt hast du mal Hascha Wimmen. Achso, Achso. Crits. Echt. Mr. nee, nicht General. Raiden, are you reading me? This is Otacon. What's your situation? Wir haben 3 Minuten nicht telefoniert. This place is flooded. The seawater Nein, has das been war pumped up, 1,5. it's pouring into the building. I see. Listen, there's something I have to tell you about EE. Don't worry about her. I'll get her out. She's afraid of water. What? Yeah. When she was 6 years old, she almost drowned with my father in our swimming pool. She can't swim? Well, yes and no. We used to swim a lot together when we were kids. In fact, she swam like a fish until that day when she almost drowned.
When the accident happened, I was in my room. I learned later that EE was calling me for help. She didn't doubt for a minute that I'd be there. You could see the pool from my room. Not fair. But I didn't realize at the time that she needed my help. What were you doing? I was... So Emma survived the ordeal. Yeah, but my father didn't. No. So you blamed yourself and left your family. No. EE seems to believe that was the case. The fact is, I betrayed her. And you think she can't swim because of the traumatic experience? I haven't seen her since that day, Get but real. yes, I think so. I got a letter from Julie, her mother, after they moved back to England. In her letter, she mentioned that EE couldn't swim anymore. Whatever. That she refused to even wear a bathing suit. Damn. If she still can't swim, we're in trouble. Level B1 in the core is pretty much flooded. Look, Definitely maybe you not. can help her overcome the trauma. You want me to help her get over it? Well, it's still gonna take some time to repair the Kamov. Sorry, kid. Emma's rescue is up to you. Why don't you do it? Thanks. An underwater mission. Well, this is a first. Look, I'll see what I can do. I suggest that you drum the map of the building into your head, because you won't have time to look at it when you try to bring Emma out. I'm counting on you, Rüdiger. I covered most of the core when I had to take out the C4s. If there's anything you need to ask me, call me on the Kodak. I'll do that. Weiß nicht, was das ist bei denen, so dass sie immer so sich 1 Minute Zeit geben, sodass du dich von der letzten Cutscene erholen kannst, dass du schwimmst und dann wieder 3 Minuten Cutscene hast. Das ist einfach lustig, dass ich irgendwie hier hinten irgendwelche Sprüche einwerfen kann. Ja, er ist traurig über seine Schwester, so whatever. Das war so mies. Okay, ich gehe da nochmal hoch. Hä? Da ist ein Loch links. Ja, ich weiß. Klick, Titties. Block. Meine Stacheln. Unser Teddy-Achievement haben wir immer noch nicht bekommen. Sehr schade. Ducky! Ken Ducky freischicken. Ja, die Bombe habe ich in die Luft gejagt, weil ich gut bin. Habe ich an dich gedacht, Dude. So, meine. Versucht der Ration auszuweichen, ja. Oh, nach oben. Wie ein Fisch, Alter. Oh, wie ein Fisch! Du bist aber vollkommen richtig, ne? Hast du gut gemacht. Oh yeah. Wie virtuos du durch diese Gänge treibst. Ist wunderbar. Oh Mann, ein Mädel, das nicht schwimmen kann. Das wird jetzt richtig nervig. Ich kann mich ein bisschen an sie erinnern. Du bist umgekehrt? Nee. Ich bin hier. Das sah gerade so ein bisschen falsch aus, aber ist richtig. Yeah! Das war nur halb so cool, wie du gehofft hattest, oder? Ja. Cutscene! Hatten wir noch nicht genug. Ach, 1 Minute schwimmen und nochmal 5 Minuten Cutscene. Zurücklehnen, den Dödel rausholen. Oh, den Dödel rausholen. Nein. Bossfight. Seiner ist schon steil. Still cooking, huh? Unfortunately, hell had no vacancies. Mann, was mach ich denn mit dem Bastard? Soll ich ihn im Kopf abpacken oder was? Eine russische Ballerina. Safety Dance! I thought so. Human muscles are quite eloquent. They speak out clearly what a person's next move will be. They even tell me which way a gun is going to be pointed before the trigger is pulled. But your muscles, they're different. This should be fun. Well worth the wait. Was weiß ich da hinten? Was ist das für ein Bullshit? Knew I was coming? You've become a nuisance. I can't let you interfere
arsenal gear. The girl is just ahead. She is of no use to us now, but she served us well as the live bait for the big catch. Crazy Ivan sometimes speaks the truth. Oh nein. She was. Oh, wir müssen bestimmt kämpfen, der flutet währenddessen den Augen. It's become quite serious. I wouldn't be surprised if she's a mermaid now. What? Did you really think killing the president would prevent a nuclear strike? Think again. I didn't do it. Arsenal is still armed with a purified hydrogen bomb. Purified hydrogen bomb? Cutscene! This is no ordinary nuclear bomb. This weapon is capable of heavy hydrogen nuclear fusion using lasers and magnetics to generate heat-insulated compression. It was a top-secret project initiated by the current president, and Solidus has no idea of its existence. The clean thermonuclear bomb is at an experimental stage and is handled differently. Specifically, it becomes launch-capable when Arsenal is activated. A nuclear threat still exists. 6 months ago, we lost everything we believed in. We were abandoned to take the fall in their cover-up. We were labeled as killers, responsible for the mass murder of civilians as well as our own allies. And the public believed every word, turning a deaf ear to whatever we had to say to the contrary. Our only goal is to wipe them from the face of the earth and destroy this world of deceit they have created along with them. You're insane. Insane? We might be the only ones telling the truth. Final check for activating Arsenal has been completed. All Arsenal personnel report to your stations. Well, it sounds like Arsenal's ready to go into operation. Damn it. You're still hoping that the girl can install that virus you're carrying around, aren't you? You know? It's a shame you're not going to be around long enough to handle the program. That isn't seawater, you know. It's a byproduct of the microbes contained in the pool. Buoyancy is practically non-existent thanks to the high oxygen content. Once you fall in, you don't come up. Take a good look at your grave. Show me what you've got. So, wenn du kurz da im Menü bist, können wir kurz mal anmerken, es ist jetzt 18 Minuten in der Folge und du tust das erste Mal etwas außer Schwimmen. Ja. Ganz deine Meinung. Du triffst gar nicht. Ich weiß. Ich will nochmal nachhaken. Ja? Hier Fischi, 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 Fischi. Hier Fischi, 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 Fischi. Ich hab keine Ahnung. Also du kannst den Wasser doch betäuben übrigens. Irgendwie glaube ich nicht, dass das die Lösung sein wird. Ja. Hast recht. Scheiße. Na, wir kriegen M4-Munition und M9. Und der Raketenwerfer. Nee, ist Granatenwerfer. Aber so. Schieß rein ins Wasser, gucken, ob die explodieren da. Okay, nee, gar nicht. Aber Vamp hat Sauerstoff. Ha! Perfekt! Nach oben zielen ist nicht so gut. Vielleicht doch wirklich. Stinger! Nee, ich glaube, das klappt ja nicht. Ja, also du musst ja nicht anvisieren, du musst ja bloß in die Richtung schießen. Und wenn du predictest, wisst ihr nicht.
Warte, ich habe jetzt erstmal weggelebt, weil sonst kann ich nicht laufen. Warum immer man seine Sauerstoffanzeige bekommt, ob man ihn irgendwie ersticken kann? Weiß ich nicht. Das ist super effektiv. Der ist ganz weit nach oben gesprungen. Naja, ist halt an dir vorbei gehüpft. Kommt er von rechts die ganze Zeit schon? Nee, das kam noch zwischendurch von... Als er da gerade wieder rausgesprungen kam, die ganze Zeit bloß von rechts. Jetzt ist er Position gewechselt, jetzt ist er direkt über dir. Ja. Und im Wasser. Dann kannst du wieder campen. Und wenn du diesmal die Stinger schnell hinterher lenkst, ist es glaube ich sogar möglich, dass du ihn erwischst, bevor er von oben Schuriken schmeißt. Aber er kann auch links und rechts oben raushüpfen, ne? Ja. Das ist so edel. Weiter oben, da. Aber Schaden hat sie nicht gemacht, ne? Ja, das ist schon mal mir abgeblockt. Schade. Der war gut abgepasst. Und Campy Camp. Das ist super gut, die Bossfight muss eigentlich bloß campen. Das erste Mal kommt eigentlich immer hier raus. Mittlerweile hast du ihn. Und nochmal. Okay, gleich nochmal. Ich habe das Gefühl, dass du ihn gerade zurückgeballert, indem du die zweite Rakete geschossen hast. Und oben, rechts. Jetzt, das ist ja sexy, diese Moves, die er hat. Kannst, glaube ich, ihn fressen. Schadet nicht. Das ist geil. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, der erste Balken wird nicht reichen, ihn zu töten. Gut. Das war eine ganz schlechte Entscheidung. Nope. Weißt du, er kündigt so an, wenn du im Wasser bist, bist du tot. Okay, ab ins Ich Wasser. wollte doch eigentlich nach rechts jumpen, aber wie ist es nach vorne gegangen? Und ich sag dir was, ich werde exakt dieselben Strats benutzen. Hat gut funktioniert. Na, obwohl, ich bin gerade voll auf der falschen Seite. Das ist nicht dieselben Strats. Könntest du wahrscheinlich auch benutzen. Okay, ich dachte vielleicht, man trifft ihn mehrfach oder irgendwie so. Ob es 7 abdrückst. Unter Wasser. Ich denke, man trifft ihn nicht unter Wasser. Okay, man boxt ihn nicht sofort wieder raus. Das wollte ich jetzt nochmal überprüfen. Hä? Wie komme ich raus? Einfach einmal kurz R2 antippen. Ja, zu viel. Okay, jetzt geht. Jetzt ist er da rechts. Ne, du musst das warten, bis er wirft. Ich warte einfach, bis er wieder ins Wasser hüpft. Wäre mir lustig, wenn du im Wasser halten kannst und dann. Wie? Man muss die Waffe dann komplett wieder anlegen? Ne, du kannst nochmal R2 antippen. Nimm einfach das zuletzt gewählte. Und drück mal. Ne, die Wasseroberfläche ist zu dicht. Also es ist eigentlich fast sicher, dass er nach oben. Wo ist er denn jetzt hin? Naja, hier muss man eigentlich bloß die ganze Zeit auf und ablaufen. Man wird dem relativ ausweichen. Machst du auch nicht gerade wenig okay. Schaden. Das erste Mal kommt er halt wirklich mal da oben hin. So.
Voll witzig. Ja, dann warten wir mal ab, bis er hier hinkommt. Fuck off. Man kriegt einfach keine 2 reingeschlichen. Ja, aber gut. Und wenn er getroffen Der wird, ist mir voll entgegengesprungen, deswegen hätte ich gedacht, dass ich eventuell... Ja, du hast ja noch 4 Schuss. Ja, danach kann ich auch eine andere Waffe nehmen. Es kommt ja auf dieselbe Strategie raus. Ich war bloß der Meinung, dass das hier vielleicht mehr Schaden macht. Egal. Ich habe einmal gesehen, wie du das gemacht hast, wie dieser Schuss dann zweites Mal gut rauskam. Naja, er kam dann irgendwie gleich nochmal rausgehopst. Naja, weil ich den Eindruck hatte, du hattest ihn irgendwie dabei getroffen. Jetzt machen wir uns den Spaß einfach sehr viel einfacher. Jedes Mal, wenn er rauskommt, werde ich ihm erstmal mit der hier inne helfen. Du kannst ja damit nicht zielen. Was jetzt passiert? Ich glaube, der explodiert, du solltest weg da. Ich kann nicht laufen. Sagt er auch, er can't move. Okay. Du musst reagieren, wenn er angreift. Hast du einfach mal richtig gemacht. Okay. Du musst in dem Moment in die Kita abfeuern. Mann. Ich komme nicht mehr an ihn ran. Alter, wie der sich jedes Mal zeitnah gebückt hat. Mann. Es ist so abgefuckt. Kannst du ja nicht auf das Ding am Boden schießen? Ey. Ich muss das jetzt... Warum ist denn die letzte Phase von dem so schwer? Das ist für ein Bullshit. Ey, das ist unfair. Da brauchst du schon doch eine gewisse Strategie. Beim ersten Mal hast du der gleich richtig gemacht. Aber ich glaube, dass die Pistole vielleicht sogar wirklich besser damit zählen kannst. Ich kann hiermit auch zählen. Ich weiß etwa, wo das verankert ist. Jetzt bist du schnell! Was soll denn der Bullshit? Genau, ich wollte sagen, du musst es angreifen. Jetzt bin ich schon down. Ein Schuss. Wechseln. Im 4. Ja. Konntest du ja seine Finger abschießen. Ich habe gerade bloß durchbursten. Und ja, die Messer konnte ich abschießen, habe ich schon ein paar Mal gemacht, zwischenzeitlich. Ja, du musstest halt wirklich immer, wenn er angreift, schießen, weil dann weicht er nicht aus. Das ist natürlich nicht einfach, aber das war die Strategie am Ende. Tja, jetzt wird er durch seine eigene Waffe gefickt. Keine Ahnung, das ist irgendwie immer so mit den Feinden. Ja, aber er hat dann doch erstaunlich einfach. Einfach bloß stehen bleiben und umbürsten, den Bastard. Naja, ich will mich nicht beschweren. Gesundheit. Si. Merci. They've apparently completed the final check procedure for arsenal gear. Find Emma on the double. You've got to get her to install the virus program that the president gave Jetzt kommt erst der schöne Teil. Take her to the computer room on level B2 in the core of Shell 1. Boah, Leute. Snake, did you catch all that? I didn't make it on time. Arsenal's going active. Yeah, I heard. The hostage rescue's gonna have to wait. I'm going after Emma. We'll secure the computer room. Looks like we can't install the virus program without Emma. Can't your partner do it? I would if I could, but the security for this system is no joke. I need more time. That's why we need her. Understood. I'll make sure you have your family reunion. What's up?
A lot of years have passed between EE and me. Then you should see her, right? I don't have the right to see her. We can talk about this later. Raiden, I think you'd better get moving. Emma's in the locker room to the north, right? I'm on it. Lasst ihr mich auch in Ruhe?